Lektion 1. Die Macht des menschlichen Geistes. Hallo Anna, ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, in dem es heißt, der ganze Reichtum der Welt und 1000 Armeen sind der Stärke und dem Anstand des menschlichen Geistes nicht gewachsen. Was denkst du darüber? Hallo John. Das ist eine tiefgründige Aussage. Es unterstreicht wirklich die Bedeutung des Charakters gegenüber materiellen Besitztümern. Genau. Es betont, wie Widerstandsfähigkeit und Freundlichkeit über Widrigkeiten triumphieren können. Unbedingt. Haben Sie jemals ein Beispiel dafür im wirklichen Leben gesehen? Habe ich. Ich habe gesehen, wie eine Gemeinschaft nach einer Naturkatastrophe zusammenkam. Die Menschen spendeten Ressourcen und halfen freiwillig beim Wiederaufbau. Das ist inspirierend. Es zeigt, wie Empathie Menschen in schwierigen Zeiten verbinden kann. Ja, die Stärke des menschlichen Geistes erstrahlt in Momenten der Not oft am hellsten. Es ist wahr. Selbst in kleinen Gesten der Güte können wir sehen, wie sich diese Stärke manifestiert. Richtig. Ein einfaches Lächeln oder eine Geste können jemandem den Tag versüßen. Es ist mächtig. Freundlichkeit ist ansteckend. Wenn sich eine Person anständig verhält, ermutigt das andere, dasselbe zu tun. Definitiv. Es erzeugt einen Welleneffekt, der Gemeinschaften verändern kann. Apropos Transformationen, haben Sie über Menschen gelesen, die unglaubliche Herausforderungen meistern? Ja, ihre Geschichten sind bemerkenswert. Sie inspirieren oft andere, sich ihren eigenen Kämpfen zu stellen. Genau. Es ist erstaunlich, wie manche Menschen unter schwierigsten Umständen Kraft finden. Ich finde es faszinierend, wie sich der menschliche Geist anpasst und durchhält. Das ist es wirklich. Die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, ist ein Beweis für unsere Widerstandsfähigkeit. Und es geht nicht nur darum, Widrigkeiten zu überwinden, sondern auch darum, anderen dabei zu helfen. Das stimmt. Andere aufmuntern ist ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, diese Geistesstärke unter Beweis zu stellen. Haben Sie jemals Ihre Zeit freiwillig zur Verfügung gestellt, um Bedürftigen zu helfen? Ja, habe ich. Die Freiwilligenarbeit in einem örtlichen Tierheim öffnete mir die Augen für die Probleme, mit denen manche Menschen konfrontiert sind. Das muss eine lohnende Erfahrung gewesen sein. Anderen zu helfen kann unglaublich erfüllend sein. Das ist es wirklich. Es bekräftigt die Idee, dass wir alle miteinander verbunden sind und etwas bewirken können. Unbedingt. Selbst kleine Beiträge können erhebliche Auswirkungen auf das Leben eines Menschen haben. Das ist eine großartige Erinnerung. Es ermutigt uns, uns unseres Handelns und seiner Auswirkungen bewusster zu werden. Ja, jeder von uns hat die Macht, andere durch unsere Entscheidungen zu ermutigen und zu inspirieren. Und das wiederum stärkt das Gefüge unserer Gemeinschaften und der Welt. Genau. Es ist ein wunderbarer Kreislauf von Positivität und Mitgefühl, zu dem wir alle beitragen können. Ich liebe das. Das bringt mich dazu, jeden Tag proaktiver Freundlichkeit zu verbreiten. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie viel Stärke und Anstand die Welt um uns herum verändern können. Lektion 2. Morgenroutinen. Hey Anna, mein Gesicht fühlt sich nach dem Gesichtspeeling so erfrischt an.
Hallo John. Das klingt herrlich. Ich könnte selbst ein gutes Peeling gebrauchen. Was ist dein Geheimnis? Ich verwende ein sanftes Peeling mit natürlichen Inhaltsstoffen. Es hält meine Haut wirklich auf. Das sollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Nach meiner Morgenroutine mache ich gerne das Bett. Wie steht's mit dir? Das Gleiche hier. Das Bett zu machen gibt gleich zu Beginn des Tages ein Erfolgserlebnis. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie eine so einfache Aufgabe einen positiven Ton für den Tag setzen kann. Richtig. Und es lässt das Zimmer so viel aufgeräumter aussehen. Was machst du normalerweise danach? Nachdem ich das Bett gemacht habe, genieße ich gerne eine Tasse Kräutertee. Es hilft mir, friedlich aufzuwachen. Das klingt nett. Normalerweise trinke ich eine starke Tasse Kaffee, um meine Energie anzukurbeln. Kaffee ist eine gute Wahl. Fügst du etwas Besonderes hinzu? Ich füge gerne einen Spritzer Milch und eine Prise Zimt hinzu. Es verleiht einen schönen Geschmack. Das klingt köstlich. Normalerweise trinke ich meinen Tee pur, aber vielleicht sollte ich versuchen, auch etwas hinzuzufügen. Definitiv. Mit Aromen zu experimentieren kann Spaß machen. Hast du irgendwelche Frühstückslieblinge? Ich liebe Haferflocken mit frischen Früchten und einem Schuss Honig. Es ist gesund und sättigend. Das klingt nahrhaft. Ich bin eher ein Toast-Fan. Ich garne es normalerweise mit Avocado und pochierten Eiern. Avocado-Toast liegt voll im Trend. Ich habe gehört, dass es auch voller gesunder Fette ist. Ist es. Außerdem hält es mich länger satt, was ideal für meine geschäftigen Vormittage ist. Apropos beschäftigt, planst du deinen Tag beim Frühstück im Wo aus? Ja, das tue ich. Ich notiere meine Aufgaben gerne in einem Planer. Das hält mich organisiert. Das ist ein kluger Ansatz. Ich mache mir oft eine mentale Liste, aber sie aufzuschreiben fühlt sich konkreter an. Unbedingt. Außerdem gibt es ein so befriedigendes Gefühl, Dinge von der Liste zu streichen. Das tut es wirklich. Ich liebe dieses Erfolgserlebnis. Was steht heute ganz oben auf deiner Liste? Ich muss mich auf ein Meeting vorbereiten und ein paar Besorgungen erledigen. Wie steht's mit dir? Ich muss ein Projekt für die Arbeit beenden und dann ins Fitnessstudio gehen, um zu trainieren. Das klingt produktiv. Es ist so wichtig, Arbeit und Fitness unter einen Hut zu bringen. Ist es? Nach einem guten Training fühle ich mich immer energiegeladener, um meine Aufgaben anzugehen. Mir geht es genauso. Bewegung kann Ihre Stimmung und Konzentration für den kommenden Tag wirklich verbessern. Genau. Es geht darum, den Tag positiv zu beginnen. Und eine Morgenroutine zu kreieren, die für uns funktioniert. Es macht einen solchen Unterschied. Lektion 3. Familiäre Verbindungen. Hey Anna, erinnerst du dich, als ich erwähnt habe, dass Johns und Janes Eltern sehr nett zu mir waren? Hallo John. Ja, daran erinnere ich mich. Was hat sie so gastfreundlich gemacht? Sie haben mich wie eine Familie behandelt.
Sie boten mir köstliche Mahlzeiten an und erzählten wundervolle Geschichten. Das klingt herrlich. Nichts geht über eine warme familiäre Atmosphäre. Welche Art von Geschichten haben Sie erzählt? Hauptsächlich über ihre Reisen und Erfahrungen beim Erwachsenwerden. Es war faszinierend, von ihren Abenteuern zu hören. Ich liebe es, Reisegeschichten zu hören. Es ist, als würde man verschiedene Kulturen mit den Augen eines anderen erleben. Genau. Außerdem waren ihre Anekdoten voller Humor. Es hat das Abendessen so angenehm gemacht. Das ist großartig. Haben John und Jane beim Geschichtenerzählen mitgemacht? Ja. Sie fügten ihre eigenen lustigen Wendungen hinzu und sorgten so für ein lebhaftes Gespräch. Ihr Humor ist ansteckend. Das ist wunderbar. Das klingt nach einem herrlichen Abend. Hast du etwas Überraschendes gelernt? Hab ich. Sie erzählten, wie sie sich einmal auf einem Roadtrip verirrt hatten, aber am Ende ein verstecktes Juwel in einem Restaurant entdeckten. Sich zu verirren kann zu den besten Abenteuern führen. Haben Sie irgendwelche Gerichte aus diesem Restaurant empfohlen? Das haben sie getan. Sie schwärmten von einer Pasta mit Meeresfrüchten, die anscheinend nicht von dieser Welt war. Ich liebe Pasta mit Meeresfrüchten. Es muss ein unvergessliches Essen gewesen sein. Kochen Sie gerne Meeresfrüchte? Das tue ich. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Rezepten. Was ist mit dir? Ich bin nicht so erfahren, aber ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren, wann immer ich kann. Das ist der Geist. Beim Kochen dreht sich alles ums Ausprobieren und Lernen. Hast du ein Lieblingsgericht? Ich liebe es, Risotto zu machen. Es ist cremig und beruhigend. Außerdem können Sie verschiedene Zutaten hinzufügen. Risotto ist köstlich. Es erfordert Geduld, aber das Endergebnis ist so lohnend. Stimmt. Ich genieße den Prozess immer, besonders wenn Freunde mit mir in die Küche gehen. Kochen mit Freunden macht noch mehr Spaß. Veranstalten Sie oft Dinnerpartys? Ich versuche es. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit geliebten Menschen in Kontakt zu treten und gutes Essen zu teilen. Unbedingt. Es schafft bleibende Erinnerungen. Hast du jemals John und Jane eingeladen? Ja, sie kamen einmal vorbei und wir hatten einen Nudelabend. Es hat so viel Spaß gemacht. Das klingt herrlich. Ich bin mir sicher, dass es ihnen gefallen hat. Es ist schön, Freunde zum Essen zu haben. Definitiv. Es stärkt Freundschaften und schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Apropos Gemeinschaft, glaubst du, dass gemeinsames Kochen Menschen näher bringen kann? Unbedingt. Gemeinsames Kochen fördert die Teamarbeit und ermöglicht eine Bindung durch gemeinsame Erlebnisse. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Jede gemeinsame Mahlzeit ist eine Erinnerung, die geschaffen wird. Und diese Erinnerungen machen das Leben so reich und erfüllend. Genau. Im Leben geht es um Verbundenheit, Lachen und natürlich gutes Essen. Lektion 4. Gesten der Güte. Hey Anna, ich wollte eine Geschichte über einen Fremden erzählen, der mir geholfen hat, meinen Weg zu finden, als ich mich völlig verirrt hatte. Hallo John. Das klingt faszinierend.
Was ist passiert? Ich war in einer neuen Stadt und mein Handy ist kaputt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich zu meinem Hotel zurückkehren sollte. Oh nein, das muss stressig gewesen sein. Wie hat dir der Fremde geholfen? Eine nette Frau bemerkte, dass ich Probleme hatte. Sie kam auf mich zu und fragte, ob ich Hilfe benötige. Das ist herzerwärmend. Es ist immer schön, Leute zu treffen, die bereit sind zu helfen. Unbedingt. Sie gab mir nicht nur Anweisungen, sondern ging auch mit mir, um sicherzustellen, dass ich sicher dort ankam. Wow, das ist wirklich großzügig von ihr. Hattest du unterwegs ein nettes Gespräch? Das haben wir. Sie gab Tipps über die Stadt und empfahl einige lokale Restaurants. Das ist großartig. Es ist, als ob du während deines Abenteuers einen neuen Freund gewonnen hast. Genau. Mir wurde klar, wie kleine freundliche Handlungen jemandem den Tag versüßen können. Ich stimme voll und ganz zu. Freundlichkeit kann an den unerwartetsten Orten Verbindungen herstellen. Haben Sie jemals eine ähnliche Erfahrung gemacht, bei der Ihnen jemand geholfen hat? Ja, ich wurde einmal ohne Regenschirm vom Regen erwischt, und ein Fremder bot an, seinen zu teilen. Das ist so rücksichtsvoll. Es sind Momente wie diese, die unseren Glauben an die Menschheit wiederherstellen. Definitiv. Es erinnert uns daran, dass wir alle zusammen dabei sind. Apropos Freundlichkeit, findest du es wichtig, dass du sie weitergibst? Unbedingt. Wenn wir anderen helfen, fördert das einen Kreislauf der Freundlichkeit, der sich weit und breit ausbreiten kann. Richtig. Selbst kleine Gesten können einen großen Einfluss auf den Tag eines Menschen haben. Genau. Ich versuche immer, anderen die Tür offen zu halten oder Komplimente zu machen. Das sind großartige Beispiele. Es braucht nicht viel, um jemanden zum Lächeln zu bringen. Und es kann auch deinen eigenen Tag verschönern. Freundlichkeit ist eine Win-Win-Situation. Haben Sie jemals eine Gruppenaktivität organisiert, um Freundlichkeit in Ihrer Gemeinde zu verbreiten? Habe ich. Meine Freunde und ich haben uns einmal freiwillig bei einer örtlichen Lebensmittelbank gemeldet, und es war so lohnend. Das klingt unglaublich. Freiwilligenarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten und etwas zurückzugeben. Das ist es wirklich. Außerdem öffnet es uns die Augen für die Bedürfnisse in unserer Gemeinde. Würden Sie in Betracht ziehen, so etwas noch einmal zu tun? Definitiv. Ich glaube, jedes bisschen hilft, und es ist erfüllend, einen Beitrag zu leisten. Ich würde mich freuen, das nächste Mal zu dir zu kommen. Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam Freundlichkeit zu verbreiten. Ja, lass es uns planen. Das Teilen dieser Erfahrungen kann zu bleibenden Erinnerungen führen. Unbedingt. Auf mehr freundliche Taten und darauf, die Welt ein bisschen heller zu machen. Lektion 5. Hochfliegen. Hey Anna, warst du schon einmal fasziniert von den Kunststücken der Luftfahrt? Hallo John. Absolut. Die Luftfahrt hat eine so reiche Geschichte. Was hat Ihr Interesse geweckt? Ich habe kürzlich über Amelia Earhart gelesen. Wussten Sie, dass sie 1897 im amerikanischen Bundesstaat Kansas geboren wurde?
Ja, habe ich. Sie ist eine so ikonische Figur in der Luftfahrtgeschichte. Ihr Mut ist wirklich inspirierend. Ist es. Sie war die erste Pilotin, die alleine über den Atlantik flog. Das ist eine unglaubliche Leistung. In der Tat. Es muss viel Geschick und Entschlossenheit erfordert haben, um diesen Flug zu machen. Genau. Ihr Abenteuergeist ebnete vielen Frauen in der Luftfahrt den Weg. Wussten Sie, dass sie 1937 während eines Fluges verschwand? Ja, es ist eines der größten Geheimnisse der Luftfahrt. Es ist traurig, dass sie nie gefunden wurde. Ist es. Trotzdem inspiriert ihr Vermächtnis auch weiterhin zukünftige Generationen von Piloten. Unbedingt. Ich bewundere, wie sie damals Barrieren durchbrach und die gesellschaftlichen Normen für Frauen in Frage stellte. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie sie trotz der Herausforderungen, vor denen sie stand, ihrer Leidenschaft nachging. Apropos Herausforderungen, denkst du, dass Fliegen heute oder damals schwieriger ist? Das ist eine gute Frage. Die Technologie hat sich zwar erheblich verbessert, aber das Fliegen erfordert immer noch viel Geschick und Training. Stimmt. Piloten verfügen heute über fortschrittliche Instrumente, aber die Verantwortung, die sie tragen, ist immer noch immens. Genau. Außerdem sind die Vorschriften und Sicherheitsprotokolle strenger geworden. Sicherheit ist entscheidend. Es ist faszinierend, wie sehr sich die Luftfahrtindustrie im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Das ist es wirklich. Ich frage mich, was Amelia über die heutigen Fortschritte in der Luftfahrt denken würde. Sie wäre wahrscheinlich begeistert zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Es ist aufregend, über die Zukunft des Fliegens nachzudenken. Definitiv. Mit Entwicklungen wie Elektroflugzeugen und sogar dem Weltraumtourismus scheinen die Möglichkeiten endlos zu sein. Weltraumtourismus klingt aufregend. Würdest du jemals in Betracht ziehen, ins All zu fliegen? Ich glaube, das würde ich. Die Idee, die Erde vom Weltraum aus zu sehen, ist unglaublich faszinierend. Wie steht's mit dir? Das würde ich sehr gerne. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Außerdem muss die Aussicht atemberaubend sein. Kannst du dir das Gefühl der Schwerelosigkeit vorstellen? Es muss surreal sein. Unbedingt. Für viele ist es wie ein wahr gewordener Traum. Ich frage mich, welche anderen Abenteuer uns in der Luftfahrt erwarten. Nur die Zeit wird es zeigen. Aber bei Pionieren wie Amelia Earhart glaube ich, dass der Himmel nicht die Grenze ist, es ist erst der Anfang. Lektion 6. Abenteuer im Fernweh. Hey Anna, bist du in letzter Zeit an verschiedene Orte gereist? Hallo John. Habe ich nicht, aber ich plane nächsten Monat eine Reise. Ich freue mich riesig. Das klingt fantastisch. Wo willst du hingehen? Ich erwäge, Italien zu besuchen. Ich wollte schon immer die wunderschöne Architektur sehen und authentische Pasta probieren. Italien ist eine wunderbare Wahl. Die Geschichte und Kultur dort sind unglaublich. Haben Sie sich für bestimmte Städte entschieden, die Sie besuchen möchten? Ja, ich würde gerne Rom und Florenz erkunden. Ich habe so viele tolle Dinge über beide gehört.
Tolle Tipps. Die antiken Ruinen Roms und die Kunst von Florenz sind auf jeden Fall ein Muss. Haben Sie vor, irgendwelche Museen zu besuchen? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, die Uffizien in Florenz zu sehen. Die Kunstwerke dort sind legendär. Das ist es wirklich. Wer ist dein Lieblingskünstler? Ich liebe Leonardo da Vinci. Seine Kreativität und sein Genie sind einfach inspirierend. Da Vinci ist eine brillante Wahl. Ich bin besonders fasziniert von seinen Erfindungen. Wussten Sie, dass er eine Flugmaschine entworfen hat? Ja, es ist unglaublich, wie zukunftsorientiert er für seine Zeit war. Apropos Erfindungen, hast du irgendwelche Reisegeräte, ohne die du nicht leben kannst? Definitiv. Mein tragbares Ladegerät ist ein Lebensretter. Ich kann mir nicht vorstellen, auf Reisen ohne mein Handy zu sein. Das ist so wahr. Ich liebe es auch, auf langen Flügen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu verwenden. Sie machen die Reise viel angenehmer. Ich kann das nachvollziehen. Es ist erstaunlich, wie Technologie unsere Reiseerlebnisse verbessern kann. Haben Sie auf Reisen jemals lokale Lebensmittel probiert? Ja, das Probieren der lokalen Küche ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Jeder Ort hat einzigartige Aromen, die eine Geschichte erzählen. Ich stimme zu. Was ist das unvergesslichste Gericht, das du auf deinen Reisen gegessen hast? In Thailand hatte ich das leckerste Pad Thai. Die Kombination der Aromen war unvergesslich. Das klingt unglaublich. Ich habe gehört, dass Streetfood in Thailand ein Muss ist. Hast du vor, Streetfood in Italien zu probieren? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, frisches Eis und authentische Pizza von lokalen Anbietern zu probieren. Lecker. Italienisches Eis ist auf einem anderen Level. Haben Sie Reisetipps, um Streetfood sicher zu genießen? Ja, ich achte immer darauf, gut besuchte Stände mit vielen Kunden zu wählen. Das bedeutet normalerweise, dass das Essen frisch und beliebt ist. Das ist eine kluge Strategie. Das muss ich mir merken. Reist du alleine oder mit jemandem? Ich gehe mit einem Freund. Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam neue Orte zu erkunden. Das ist wunderbar. Reisen mit Freunden schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Genau. Wir haben bereits mit der Planung unserer Reiseroute begonnen und es macht so viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Die Vorfreude auf eine Reise ist die halbe Aufregung. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu erfahren, wenn du zurückkehrst. Lektion 7. Die Zeit meistern. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Zeitmanagement nachgedacht. Das ist eine so wichtige Fähigkeit. Hallo John. Ich stimme voll und ganz zu. Ich versuche mein Bestes, aber manchmal habe ich auch Probleme mit dem Zeitmanagement. Es kann eine Herausforderung sein. Was findest du am schwierigsten daran, deine Zeit zu verwalten? Ich unterschätze oft, wie lange Aufgaben dauern werden. Am Ende eile ich in letzter Minute. Das ist ein häufiges Problem. Ich habe angefangen, einen Planer zu verwenden, der mir hilft, Zeit für jede Aufgabe einzuplanen. Hast du das versucht? Habe ich nicht, aber ich bin neugierig. Wie hat es bei dir funktioniert?
Es hat das Spiel verändert. Dinge aufzuschreiben hilft mir, meinen Tag zu visualisieren und Aufgaben zu priorisieren. Das klingt hilfreich. Normalerweise verlasse ich mich auf mein Gedächtnis, was nicht immer die beste Idee ist. Das verstehe ich. Manchmal mache ich am Abend zuvor eine To-Do-Liste. Das hilft mir, morgens voll durchzustarten. Tolle Idee. Das sollte ich versuchen. Hast du noch weitere Tipps für effektives Zeitmanagement? Definitiv. Das Festlegen bestimmter Termine für Aufgaben kann mich auch motivieren, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Interessant. Ich gebe mir oft zu viel Spielraum, was zu Prokrastination führt. Prokrastination kann ein hinterhältiger Zeitdieb sein. Ich versuche, Aufgaben in kleinere Abschnitte zu unterteilen, um sie weniger überwältigend zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es lässt die Aufgaben überschaubarer erscheinen. Belohnst du dich selbst, nachdem du Aufgaben erledigt hast? Ja, ich gönne mir eine kurze Pause oder einen kleinen Snack. Das motiviert mich. Ich liebe diese Idee. Ich denke, ich werde auch anfangen, mich selbst zu belohnen. Was ist deine liebste Art, dich zu entspannen? Ich lese gerne ein gutes Buch oder mache einen kurzen Spaziergang. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das sind großartige Möglichkeiten, sich zu entspannen. Als Belohnung schaue ich mir oft eine kurze Folge meiner Lieblingssendung an. Das klingt lustig. Pass nur auf, dass du nicht Binge-Wettchen machst und die Zeit aus den Augen verlierst. Oh, ich weiß. Es ist so leicht, sich mitreißen zu lassen. Ich stelle mir einen Timer ein. Guter Plan. Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Denken Sie, dass Zeitmanagement Ihre Produktivität beeinflusst? Unbedingt. Wenn ich meine Zeit gut einteile, fühle ich mich am Ende des Tages produktiver und erfolgreicher. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist befriedigend, Dinge von Ihrer Liste zu streichen. Ja, es gibt mir ein Erfolgserlebnis. Haben Sie jemals Apps für Zeitmanagement ausprobiert? Habe ich. Es gibt einige großartige Apps, mit denen Sie Aufgaben verfolgen und Sie an Termine erinnern können. Die muss ich mir ansehen. Technologie kann uns wirklich dabei helfen, organisiert zu bleiben. Definitiv. Mit den richtigen Tools und Strategien ist es absolut möglich, das Zeitmanagement zu beherrschen. Ich fühle mich inspiriert. Lasst uns gemeinsam einen Pakt schließen, um unsere Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern. Ich liebe diese Idee. Mit gegenseitiger Unterstützung können wir definitiv Fortschritte machen. Lektion 8. Zugriff auf alle Bereiche. Hey Anna, hast du von dem neuen Vergnügungspark gehört, der gerade eröffnet wurde? Hallo John. Ja, ich habe viel darüber gehört. Das klingt nach so viel Spaß. Das tut es wirklich. Ich dachte daran, dieses Wochenende hinzugehen. Interessieren Sie sich? Das würde ich sehr gerne. Aber ich habe gehört, dass es eine Eintrittsgebühr gibt. Wie viel ist es? Ja, es gibt eine Eintrittsgebühr, aber ich habe eine Saisonkarte, also bist du abgesichert. Wow, das ist großartig. Ich wusste nicht, dass du einen Saisonpass hast. Wie hast du ihn bekommen?
Ich habe es während des Early Bird Spezials gekauft. Es ist ein tolles Angebot, wenn Sie einen mehrfachen Besuch planen. Das klingt schlau. Ich könnte erwägen, mir selbst einen zu besorgen. Was ist deine Lieblingsfahrt dort? Ich bin ein großer Fan von Achterbahnen. Es gibt einen neuen namens The Thunderbolt, und er sieht aufregend aus. Achterbahnen sind berauschend. Ich genieße den Adrenalinschub. Hast du das Riesenrad probiert? Noch nicht, aber ich habe gehört, dass die Aussicht von oben spektakulär ist. Ich habe vor, es dieses Mal zu versuchen. Definitiv. Es ist schön, eine Pause von den schnellen Fahrten einzulegen und die Landschaft zu genießen. Genau. Außerdem ist es ein großartiger Ort für ein paar Fotos. Glaubst du, du bringst deine Kamera mit? Unbedingt. Ich liebe es, Erinnerungen festzuhalten. Es wird Spaß machen, sich diese Fotos später anzusehen. Ganz gewiss. Und wir können sie mit Freunden teilen, die nicht zu uns kommen konnten. Das ist eine tolle Idee. Apropos Freunde, sollten wir noch ein paar Leute einladen? Ja, je mehr, desto besser. Ich denke, es wird ein fantastischer Gruppenausflug. Ich stimme zu. Es macht immer mehr Spaß, Erfahrungen mit Freunden zu teilen. Ich werde ein paar Freunden eine Nachricht senden und sehen, wer interessiert ist. Hast du jemanden im Sinn? Ich denke, Sarah würde gerne zu uns kommen. Sie sucht den Nervenkitzel genau wie wir. Perfekt. Ich melde mich bei ihr. Was ist mit Snacks? Hast du vor, welche mitzubringen? Vielleicht bringe ich etwas Obst und Sandwiches mit. Sie sind leicht einzupacken und gesund. Tolle Idee. Ich bringe auch ein paar Snacks mit, vielleicht ein paar Chips und Getränke für uns. Klingt nach einem Plan. Ein Picknick im Park wäre herrlich zwischen den Fahrten. Unbedingt. Es wird eine nette Art sein, neue Energie zu tanken. Hast du irgendwelche Fahrten, die du nur zögerst auszuprobieren? Ich bin ein bisschen nervös wegen der Spinningfahrten. Bei ihnen wird mir immer schwindelig. Das verstehe ich. Spinningfahrten können anstrengend sein. Wir können sie überspringen, wenn du möchtest. Danke, John. Das weiß ich zu schätzen. Ich bleibe lieber bei denen, die mehr Spaß machen. Kein Problem. Wir werden dafür sorgen, dass wir eine tolle Zeit haben und es gleichzeitig für alle unterhaltsam halten. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein Tag voller Lachen und lustiger Erinnerungen. Genau. Machen wir daraus ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 9. Die Macht von Gesprächen. Hey Anna, heute war so ein langer Tag. Hallo John. Das kann ich mir vorstellen. Manchmal fühlt sich ein langer Tag anstrengend an. Was ist passiert? Ich hatte aufeinanderfolgende Treffen bei der Arbeit. Es fühlte sich an, als würde ich ununterbrochen reden. Das klingt heftig. Ich finde aber oft, dass Reden sehr therapeutisch sein kann. Unbedingt. Gedanken mit anderen zu teilen hilft wirklich, die Last zu verringern. Hast du dich jemals so gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Manchmal fühlt es sich wie eine große Erleichterung an,
einfach über meinen Tag zu reden. Genau. Es ist wie eine Therapie ohne Termin. Worüber sprichst du normalerweise? Ich spreche oft über meine Herausforderungen oder lustigen Momente des Tages. Es hilft mir, eine Perspektive zu gewinnen. Das ist ein großartiger Ansatz. Ich finde, Humor kann Spannungen wirklich lindern. Hast du eine aktuelle lustige Geschichte? Oh, erst gestern habe ich versehentlich Kaffee auf meinen Schreibtisch geschüttet. Es war ein Chaos. Oh nein. Aber ich wette, im Moment war es saukomisch. Hast du es geschafft, es schnell aufzuräumen? Hab ich. Ich habe über mich selbst gelacht, als ich versuchte zu verhindern, dass mein Computer nass wird. Das ist der Geist. Lachen macht selbst die unordentlichsten Situationen besser. Hast du darüber nachgedacht, mehr von diesen Momenten zu teilen? Habe ich. Ich denke darüber nach, einen Blog zu starten, um meine täglichen Erfahrungen und lustigen Geschichten zu teilen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Schreiben kann ein großartiger Ort für Kreativität und Reflexion sein. Genau. Außerdem könnte es anderen helfen, die sich mit ähnlichen Situationen identifizieren können. Ganz gewiss. Es ist immer schön zu wissen, dass du mit deinen Erfahrungen nicht allein bist. Wie würdest du deinen Blog nennen? Ich tendiere zu Everyday Adventures. Es fängt die Essenz meines täglichen Lebens ein. Ich liebe es. Dieser Titel ist eingängig und einladend. Das würde ich auf jeden Fall lesen. Danke, John. Ich brauche deine Unterstützung, wenn ich anfange. Glaubst du, du würdest es lesen? Unbedingt. Ich bin immer bereit für eine gute Lektüre, besonders wenn es um Humor geht. Großartig. Ich werde dich über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Hast du jemals darüber nachgedacht, einen Blog zu starten? Habe ich nicht, aber ich habe darüber nachgedacht. Ich habe manchmal Erkenntnisse, die ich gerne teilen würde. Du solltest es versuchen. Über welche Themen würdest du schreiben? Ich denke, ich würde über Tipps zur persönlichen Entwicklung und Produktivität schreiben. Es macht mir Spaß, anderen zu helfen, sich zu verbessern. Das ist ein wertvolles Thema. Viele Menschen suchen in diesen Bereichen nach Beratung. Danke. Ich glaube, dass das Teilen von Erfahrungen andere wirklich stärken kann. Wir sollten uns gegenseitig motivieren. Ja, es würde Spaß machen, Ideen auszutauschen und uns gegenseitig auf unseren Schreibreisen zu unterstützen. Definitiv. Machen wir es uns zum Ziel, unsere Blogs bis Ende des Monats zum Laufen zu bringen. Ich liebe diese Herausforderung. Das wird uns beide zur Rechenschaft ziehen und inspirieren. Genau. Auf unsere kreativen Abenteuer, die vor uns liegen. Lektion 10. Gemeinsam Probleme lösen. Hey Anna, ich habe gerade meinen neuen Drucker eingerichtet, aber er scheint sich ein bisschen schrullig zu verhalten. Hallo John. Das klingt frustrierend. Wird es korrekt gedruckt oder haben Sie Probleme? Es wird überhaupt nicht gedruckt. Ich frage mich, ob jemand da ist, der mir weiterhelfen kann, wenn ich Probleme habe. Die meisten Orte haben technischen Support.
Haben Sie in der Bedienungsanleitung nachgesehen? Es könnte ein paar Tipps haben. Ich habe es mir angesehen, aber es ist ein bisschen verwirrend. Manchmal sind diese Anleitungen komplizierter als das Problem selbst. Das verstehe ich total. Sie verwenden oft komplizierten Jargon. Haben Sie versucht, es aus- und wieder einzuschalten? Ja, ich habe diesen klassischen Trick ausprobiert. Aber es weigert sich immer noch zu kooperieren. Das ist bedauerlich. Manchmal brauchen Drucker nur ein wenig Ermutigung. Hast du überprüft, ob es mit WLAN verbunden ist? Guter Punkt. Ich überprüfe das noch einmal. Manchmal vergesse ich nach einem Reset, die Verbindung wiederherzustellen. Das passiert den Besten von uns. Wenn es angeschlossen ist, liegt das Problem möglicherweise bei den Treibern. Was meinst du mit Fahrern? Treiber sind wie der Übersetzer zwischen Ihrem Computer und dem Drucker. Wenn sie veraltet sind, funktioniert der Drucker möglicherweise nicht. Ah, ich verstehe. Ich werde versuchen, die Treiber zu aktualisieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Normalerweise hilft es. Wenn alles andere fehlschlägt, können Sie sich jederzeit an den Kundensupport wenden, um Unterstützung zu erhalten. Das ist wahr. Ich hoffe, Sie setzen mich nicht zu lange in die Warteschleife. Ich habe Horrorgeschichten gehört. Ich kann das nachvollziehen. Manchmal fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Aber normalerweise haben Sie hilfreiche Tipps, wenn Sie fertig sind. Ich drücke die Daumen. Wenn ich es nicht herausfinden kann, muss ich mir vielleicht einen Drucker leihen. Du bist willkommen zu. Stellen Sie nur sicher, dass Sie es in einem Stück zurückgeben. Natürlich. Ich würde niemals riskieren, einen Freund wegen eines defekten Druckers zu verlieren. Das ist der Geist. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Garantie zu erhalten? Das könnte dir später eine Menge Ärger ersparen. Habe ich noch nicht, aber das ist eine gute Idee. Ich werde darüber nachdenken, besonders nach dieser Erfahrung. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem gibt es Ihnen Seelenfrieden. Unbedingt. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Danke für all die Vorschläge, Anna. Jederzeit, John. Lass mich wissen, wie es mit dem Drucker läuft. Das werde ich. Wir drücken die Daumen für ein reibungsloses Druckerlebnis. Lektion 11. Der gemütliche Austausch. Hey Anna, draußen ist es ziemlich kalt. Willst du dir meinen Mantel leihen? Hallo John. Das ist sehr nett von dir, aber mir geht es vorerst gut. Ich habe einen Pulli. Bist du sicher? Es ist wirklich kalt. Gib mir deinen Mantel, falls dir später kalt wird. Ich weiß das zu schätzen. Aber vielleicht muss ich mich nur ein bisschen aufwärmen. Sollen wir uns heiße Schokolade holen? Das klingt perfekt. Nichts geht über ein warmes Getränk an einem kalten Tag. Willst du jetzt gehen? Ja, lass mich zuerst meine Schuhe ausziehen. Ich ziehe es vor, mich wohl zu fühlen, während wir chatten. Gute Idee. Es ist immer schön, sich entspannt zu fühlen, besonders wenn man heiße Schokolade genießt. Genau.
Außerdem macht es das ganze Erlebnis gemütlicher. Hast du einen Lieblingsplatz für heiße Schokolade? Ich liebe das kleine Café in der Innenstadt. Ihre heiße Schokolade ist reichhaltig und cremig. Ich kenne den. Sie haben auch diese tollen Marshmallows, oder? Ja, die sind ein Muss. Ich könnte eine ganze Tüte davon essen. Das gleiche hier. Es ist wie eine süße Wolke in deinem Getränk. Möchtest du deinem etwas Besonderes hinzufügen? Manchmal füge ich für einen zusätzlichen Kick eine Prise Zimt hinzu. Was ist mit dir? Normalerweise genieße ich es einfach so, wie es ist, aber ich wollte versuchen, Pfefferminz hinzuzufügen. Das klingt herrlich. Pfefferminze kann ihm eine festliche Note verleihen, besonders zu dieser Jahreszeit. Genau. Es fügt eine erfrischende Wendung hinzu. Stellen wir sicher, dass wir einige Extras bestellen. Unbedingt. Und vielleicht können wir uns auch ein Stück Kuchen teilen. Sie haben eine große Auswahl. Das ist eine tolle Idee. Teilen macht immer mehr Spaß, besonders mit leckeren Leckereien. Einverstanden. Ich hole die heiße Schokolade und du kannst dir den Kuchen aussuchen. Perfekt. Ich suche mir etwas Schokoladiges aus, das zum Thema passt. Klingt nach einem leckeren Plan. Ich spüre schon die Wärme, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Beeilen wir uns, bevor es uns zu kalt wird, hier rumzuhängen. Richtig. Ich freue mich auf unser kleines Abenteuer mit heißer Schokolade. Lektion 12. Das Checkout-Abenteuer. Hey Anna, ich bin gerade aus dem Supermarkt zurückgekommen und es war eine tolle Erfahrung. Hallo John. Was ist passiert? Hast du alles gefunden, was du brauchst? Meistens, aber ich hatte ein bisschen Probleme an der Kasse. Oh nein. Was ist an der Kasse schief gelaufen? Nun, ich stand in der Schlange und plötzlich fing die Kasse an zu piepen wie verrückt. Das klingt alarmierend. War es eine technische Panne oder so? Ja, ich glaube, die Kassiererin hat versehentlich meine Bananen zweimal gescannt. Ich fühlte mich wie in einem Comedy-Sketch. Das ist saukomisch. Musstest du es der Kassiererin erklären? Hab ich. Ich sagte, ich verspreche, ich versuche nicht, Bananen zu stehlen, und alle haben gelacht. Das ist eine großartige Art, damit umzugehen. Humor kann die Stimmung wirklich aufhellen. Genau. Danach war die Kassiererin super freundlich. Sie erzählte mir sogar einen Witz, während sie das Problem behoben hatte. Das ist nett. Es ist immer gut, wenn Leute zusammen lachen können, auch in einem belebten Geschäft. Richtig. Und dann wurde mir klar, dass ich vergessen hatte, etwas Milch zu holen. Ich musste zurück zum Gang rennen. Oh nein, hast du es in die Vergangenheit geschafft? Kaum. Die Kasse befindet sich an der Vorderseite des Ladens in der Nähe des Eingangs, also musste ich mich beeilen. Das kann ich mir vorstellen. Hast du es geschafft, an die Milch zu kommen, bevor sie deinen Namen gerufen haben? Ja,
Ich bin gerade rechtzeitig zurückgeeilt. Ich fühlte mich wie in einem Rennen. Was für ein Tag. Hört sich an, als hättest du ein ziemliches Abenteuer im Laden gehabt. Das war es wirklich. Ich ging mit allem, was ich brauchte, und einer lustigen Geschichte zum Erzählen. Das ist der beste Teil. Manchmal sind die kleinen Pannen die besten Erinnerungen. Unbedingt. Ich glaube, ich werde mich noch lange an diesen Einkaufsbummel erinnern. Erlebt ihr oft solche Abenteuer, wenn ihr einkaufen geht? Nicht immer, aber wenn sie passieren, machen sie die Dinge auf jeden Fall interessant. Das ist wahr. Es ist toll, in alltäglichen Situationen Humor zu finden. Definitiv. Es geht nur um Perspektive, oder? Genau. Das Leben macht mehr Spaß, wenn wir über die kleinen Dinge lachen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Auf weitere humorvolle Einkaufstouren in der Zukunft.